Warum ist alles blau? Das ist ein anderes Büro. Aber eigentlich wollte ich gerade auf das Ende nochmal eingehen. Weil es ist ja nicht wirklich alles real oder wie real auch immer man das bezeichnen kann. Weil der Erzähler hat ja die Macht darüber, was hier passiert. Das haben wir ja gesehen. Der kann ja einfach unsere Realität beeinflussen und Dinge passieren lassen. Und es passiert natürlich, was der Erzähler erzählt. Und bis jetzt immer, wenn wir von seinem ausgedachten Pfad abgewichen sind, hat es immer so gemacht, dass uns irgendwas ganz Furchtbares passiert und wir meistens sterben. Was natürlich unschön ist. Was ja wieder dazu führt, dass er uns ja dazu bringen will, dass wir seiner vorgefertigten Geschichte folgen, wie er das haben möchte. Und er tut ja so, als würde er uns die freie Wahl geben wollen. So, indem wir die Gedankenkontrolle abschalten und so, aber das ist ja auch schon an sich keine freie Wahl. Er zwingt uns ja, durch das, was er tut und dadurch, wie er die Geschichten beeinflusst, das zu tun, was er von uns will. Er fragt uns ja nicht, was wir eigentlich wollen. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas wollen können überhaupt. Und warum ist hier alles anders? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Heimerlein wäre wieder da, aber ich lasse ihn mal da stehen. Warum ist das Büro anders? Aber die Türen sind immer noch die gleichen. When Okay. Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Gibt's links noch irgendwas, was wir noch nicht gemacht haben? Wir waren jetzt die Treppe unten, das ist nicht so gut für uns ausgegangen. Wir haben die Gedankenkontrollemaschine wieder angeschaltet, das ist auch nicht so gut für uns ausgegangen. Wir waren in der Besenkammer ausführlich. Ich gehe mal wieder rechts. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ja, die war letztes Mal schon so schön. Die schaue ich mir gerne nochmal an. Ich mag Blau. Wow. Yes. This room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. Ja. Aber nee, den haben wir ja schon gesehen. But Da habe ich eager mich to ja get reichlich back to umgeguckt. business, Stanley took the first open door on his left. Wenn wir jetzt da durchgehen, kommen wir wieder auf die normale Story zurück, glaube ich. Ich gehe mal wieder hier. Ach ja, das war ja das mit dem Telefon hier, ne? Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years Nee, ago. nee. Nörgel, Nörgel, Nörgel. Sogar da oben unter der Decke hängen jetzt die Luftballons. Wie geil. Ja, da hinten beim Telefon waren wir ja schon. Da hat ja unten unsere Freundin auf uns gewartet. Da ist eine Tür offen. Kommen wir da irgendwie hin? Denn wenn wir hier runterspringen, sind wir tot. Es ist nix. Wobei ich es natürlich allein für den Witz mal ausprobieren könnte. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not, but in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Das musste ich jetzt mal ausprobieren. Ja, immerhin ist das Büro All of wieder his normal. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Sind die Flure hier anders? Die Flure sind anders. Ich wollte jetzt eigentlich kurz schneiden, bis ich wieder bei dem Lift bin, aber die Flur ist schon wieder anders. When Stanley came to a set of 2 open Ja, ich doors, gehe wieder rechts. he entered. This was not the correct way to the meeting room, will noch and gucken, ob ich Stanley durch knew diese it offene Tür perfectly komme. well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime.
a work of art. What was it about this room that called so deeply and so personally to Stanley? Its grace? Its subtle charm? No. Stanley knew it was something deeper. Something darker. Okay. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nope. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Okay, hier sind wir wieder. Guck mal, ob ich zu der Tür da drüben komme. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Hallo, du hast mich inzwischen 3 oder 4 Mal umgebracht. Das ist nicht sehr vertrauenswürdig, um zu zeigen, dass du mir was Gutes willst. Nee. No buckets past this point. Nein. Na gut, wir haben uns dann ja gar nicht dabei, aber trotzdem. Ich bin empört. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines, and now I'm torn between Stanlerines and Figlies. What do you think, Stanley? What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by 1? Let me sit on it. I'm sure it will come to me. Ich finde beide Namen sehr bescheuert, ehrlich gesagt. So, jetzt habe ich leider nicht aufgepasst, durch welche Tür ich gehen soll, aber ich glaube, der wollte, dass ich durch die rote Tür gehe. Was ja wieder die linke Tür ist. Deswegen gehe ich durch die blaue. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Nope, ich traue dir nicht mehr. Beziehungsweise I gar still nicht. don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. No. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Okay. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Wobei, wo wir wieder bei diesem Was will der Spieler-Problem wären. Ich liebe es einfach, wie der Erzähler einfach so pissig wird, wenn wir seine Story kaputt machen. Der wird so beleidigt. Der wird richtig aggro. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Ja, also jetzt noch eine Tür zu haben, ist schon ganz okay, aber haut mich jetzt noch nicht aus den Socken. Ich gebe mal eine 3 von 5. Oh, of course. A 3. Really? Maybe next time we can get you to form an actual opinion, you know? Any level of critical thinking or engagement with your surroundings? Does that sound good? Think we can do that? Yes? Wonderful. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look.
Worldwide Leaderboard. Okay. Was haben wir hier? Doors opened, steps taken, endings achieved. Dass alles irgendwelche echten Menschen sind? Echte Steam-Spieler oder die Entwickler oder so? Mussolini ist offline, A Dead Red ist offline. Stanley 427, das sind wir. Okay. Ja, Leaderboard macht auf jeden Fall die Experience schon viel besser. Fühle ich mich gleich Now, angestachelt. would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Ja, er würde sagen, macht's schon besser. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Nö. Perfect. Let me boot it up. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Boah, die Soundeffekte tun weh. Oh. Nee, also das kann ich mir keine 4 Stunden antun. Das kann ich euch keine 4 Stunden antun. Ah, dieser Knopf. Warum ist der so laut? Nee, hab ich keinen Bock mehr. So, stirb, Baby. You heartless bastard. Tja, Did you do it Pech. because you hate babies or purely to spite me? Beides. Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Weil für Stanley Parable 2 sind dir doch neue Seems Sachen like it'll eingefallen. work. Let's give it a shot. Aha! Fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. And it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Wie geil. Mir fällt gerade nicht ein, wie das Spiel heißt. Irgendwie Watchtower oder irgendwie sowas. Oder Firewatch. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Aber das ist ein Spiel, was es wirklich gibt. Und es sieht halt auch genauso aus. Habt ihr das mit dem Copyright abgesprochen? Wie geil. Spielen wir einfach ein anderes Spiel, na klar. Warum auch nicht? Wenn einem für sein eigenes Spiel nichts mehr einfällt, dann spielen wir einfach was anderes. Wie lustig. No, it can't be. Was kann ich sein? Was hast du jetzt schon wieder für ein Problem? It's an open world game. Good God, quickly block it off. Was? Nein! Thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that thing. That mich big, raus? open, just wandering around. No right or wrong directions. No path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Mich Stanley. raus! Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Oh. Ich mag Open World. Okay, I think this will be just the thing.
Wonderful. See, this is exactly what I had in mind. Just a nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Es ist einfach Rocket League. Aber warum habe ich kein Auto? Warum laufe ich hier Okay, zu so what Fuß rum? exactly do we do here? Let's see. Weiß There es are lots nicht. of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. Geil, We shall run the Sportsball. bases and do a touchdown together. Yes, I think surely we must. Keine Ahnung von Okay, Sport. Stanley, here's the ball. Have fun. Das ist ein Riesenball. Kann ich den schieben? Ich kann den schieben, ich will ein Tor machen. Wenn es kein Achievement gibt, bin ich beleidigt. Oder wird es ein Eigentor? Ich weiß gar nicht, welche Teamfarbe ich Are you eigentlich doing bin. it? Are you winning? Is this fun? Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? Ja. Stanley, I have a thought. And I realize I'm not a sportsologist, but if one ball generates a certain amount of raw adrenal pleasure, then surely multiple balls makes for an even more euphoric sports experience. Oh weh, ich hab I'm Angst. going to try it out. Here comes another ball. Yes! Oh goodness, that really does feel amazing, doesn't it? Stanley, I'm like a child in a confectionery shop. I simply have to have more. I'm insatiable. More balls! Hilfe. Gott, der wird uns einfach mit Bällen erschlagen. Ist auch lustig, wie er einfach nicht versteht, was den Reiz an diesen speziellen Spielen halt auch ausmacht. Are you enjoying this, Stanley? Are you having fun? Is this a real video game? Well, I sure hope you're having a good time, because guess what? It's over. Nö. That's right. Your little fun comes to an end. This is Menno. my game, and what I say goes. You get to have fun when I let you, Stanley. Besides, you need someone like me to set boundaries for you. Without rules or boundaries, video games are nothing. Yes, that's what I am. I'm structure. I'm your sense of purpose. And since you decided you didn't want to play my game, now I don't want to play with you either. So, goodbye, Stanley. I'm leaving. See how you like it when I'm not around to set the rules. Somehow, I don't think you'll enjoy it as much. But who knows? You're an inventive kid. You'll come up with something. After all, you're the one who knows best. Take care, Stanley. Ja, ich habe gedacht, das wäre hier die ganze Zeit, um mir meinen freien Willen zurückzugeben. Und dann, wenn ich freien Willen ausdrücken will, dann bist du immer beleidigt. Wenn ich nicht das mache, was du von mir willst. So, kann ich einfach da hinten ins Ziel springen und irgendwie mal wieder sterben? Oder hier rauskommen zumindest? Bis Mr. eingeschnappt und beleidigte Leberwurst sich wieder eingekriegt hat. Hold on. What are you doing? Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. We still have so much. Hey. Warum kann der mich hier unten nicht mehr hören? Oder ich ihn nicht mehr hören? Wenn er doch hier so Mr. Allmächtig ist. Warum kann der dann nicht hier noch nach hier unten? Stanley Parable Alpha-Test. Ich hoffe, ich finde hier wieder irgendwo raus. Uah. Okay, ich kann von der Plattform fallen. Wir haben wieder einen Flur immerhin. Mit Fluren kennen wir uns aus. Wir haben auch Türnummern. Aber alles nicht mehr so ganz frisch hier. Für Liebhaber, für Bastler. Dezent renovierungsbedürftig. Nur leicht schimmelverseucht und ansteckend. Okay. Da wohnt irgendein Hacker. Wohnung kann Spuren von Tetanus enthalten. 427, das ist unser Büro.
Wow, wir haben voll das Hackerbüro gekriegt. Sind wir jetzt der Überwachungstyp? Kann ich auf irgendwas klicken? Tut sich irgendwie nichts. Kann man die Tür nicht zumachen? Denn es sieht alles sehr anders aus, ein bisschen heruntergekommen. Kann auch sonst keine Türen aufmachen. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait.